Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silvers Cocktail Wissen. Heute geht es, wie ihr im Videotitel vermutlich ja schon gelesen habt, um die grundlegende Ausstattung, die man für Cocktails braucht. Ich habe über das Thema ja in meinen Einführungsvideos schon mal gesprochen, da allerdings sehr kurz und knapp und mit auch etwas mehr Erfahrung und etwas mehr eigenem Equipment, wie man ja hier auch schon sieht, wollte ich das Thema dann heute noch mal ein bisschen ausführlicher ansprechen. Und da ansonsten ja für so ein Thema relativ viel Zeit drauf gehen kann, beschränke ich mich heute auf das absolut Notwendigste. Ich werde vermutlich auch noch eine weitere Folge machen, in der ich über die Ausrüstungsgegenstände für Fortgeschrittene dann einmal spreche, aber heute mal nur so das absolute Minimum, das man braucht. Und da braucht man im Großen und Ganzen 4 Sachen. Einen Shaker, gegebenenfalls einen Strainer, ein Barmaß, ein Barlöffel und eventuell noch dazu als 5. dann ein Rührglas. Sage ich gleich was dazu, warum das nicht unbedingt erforderlich ist. Wir fangen mal mit dem wichtigsten Tool an, mit dem Shaker. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Hier vorne zum Beispiel haben wir den Shaker, den die meisten von der Form her wahrscheinlich sofort als solchen erkennen werden. Das ist ein dreiteiliger Shaker, ein sogenannter Cobbler Shaker. Besteht aus einem Shakerbecher. Darauf kommt dann ein Aufsatz, in den ein Barsieb eingelassen ist und obendrauf eine Kappe, mit der man alles verschließt. Dieser Shaker ist für Anfänger ganz gut geeignet, gerade weil man halt kein separates Barsieb braucht. Recht gut und einfach zu bedienen. Im professionellen Umfeld findet man die tatsächlich eher selten. Das hat 2 Gründe. Zum einen der Verschluss zwischen dem Becher und der Kappe, durch die Temperaturunterschiede, die beim Shaken entstehen, kann der sich ziemlich fest zusammenziehen. Da muss man sich zum Teil etwas anstrengen, es wieder aufzubekommen. Das gleiche gilt für die Kappe hier oben drauf. Ich hatte schon vor einiger Zeit mal Fälle, wo ich echte Probleme hatte, diesen Shaker wieder aufzubekommen. Gerade wenn er sich irgendwie wegen klebriger Zutaten noch zusätzlich verklebt. Und der zweite Grund ist hier dieses eingelassene Sieb. Da sind natürlich jetzt hier extrem viele Kanten drin, wo sich Rückstände absetzen können. Das ist nicht so einfach sauber zu kriegen und gerade im professionellen Umfeld, wo man vielleicht nicht so viel Zeit hat, den Shaker jedes Mal voll durch die Spülmaschine zu jagen, um ihn wirklich gründlich sauber zu bekommen, muss man halt gucken, dass man ihn schnell und einfach sauber kriegt und das ist mit diesen ganzen feinen Kanten hier nicht ganz so einfach. Deswegen findet man im professionellen Umfeld tatsächlich eher den Boston Shaker, den ich ja auch in der letzten Zeit immer verwendet habe. Besteht aus einem Glasteil meistens. Es gibt auch Varianten, die bestehen aus 2 Metallteilen, gibt es genauso. Prinzip ist aber trotzdem das gleiche. Wir haben ein Glas, in das die Zutaten eingefüllt werden. Das ist dann das Glasteil, wenn es ein Glasteil gibt. Und dann diese Metallkappe, die oben drauf kommt. Das Ganze schließt sich dann und wird dann geschüttelt. Dadurch, dass die Temperatur im Shaker sinkt, entsteht ein Unterdruck. Das Ganze zieht sich zusammen. Es geht dann auch nicht mehr ohne weiteres auf. Und dadurch, dass wir hier halt nur glatte Kanten haben, ist das natürlich viel schneller und einfacher wieder sauber zu bekommen. Nachteil, man braucht natürlich ein separates Barsieb. Dazu sage ich gleich was. Auch der Shaker ist vielleicht nicht unbedingt immer einfach aufzubekommen, aber auch da gibt es einen Tipp. Normalerweise, wenn man den zumacht, ist ja eine Kante komplett nahtlos quasi, während es hier ja so ein bisschen absteht. Wenn man diese Kante zu sich dreht und dann circa 90 Grad oder vielleicht ein bisschen weniger entlang und dann dagegen schlägt, dann verbiegt sich das Metallteil minimal. Das Siegel, das das Ganze dann hier zusammengezogen hält, den Unterdruck aufrechterhält, wird kurz gebrochen. Der Unterdruck löst sich und man kann die beiden Teile leicht wieder auseinanderziehen. Habt ihr wahrscheinlich in meinen Videos auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Wenn ich fertig geshakt habe, haue ich 1- oder 2-mal hier leicht gegen die Kante und dann kann ich den Shaker wieder aufmachen. Was es auch noch gibt, ist diese Variante, die ich verhältnismäßig selten benutze, ist im Prinzip eine Kreuzung aus dem Design des Cobbler Shakers und dem Prinzip eines Boston Shakers. Das Ding hier nennt sich Parisian Shaker, also Pariser Art, vermutlich weil es da irgendwann mal entstanden ist. Benutze ich tatsächlich nicht ganz so gerne, weil dieser Shaker sich nicht ganz so gut zusammenzieht wie die anderen, die ich habe und deswegen muss man aufpassen, dass es nicht zu sehr spritzt. Außerdem ist das Metall, dadurch, dass es hier halt so in Kupferton gehalten ist, ein bisschen anfälliger und deswegen benutze ich den nicht so oft.
Zweiter Ausrüstungsgegenstand, den man braucht, ist der ja schon angesprochene Strainer oder auf Deutsch das Barsieb. Da gibt es verschiedene Varianten mit einer etwas weiteren Feder. Das hier ist ein relativ günstiges Exemplar, das ich mir relativ am Anfang meiner Cocktailkarriere gekauft habe. Oder hier ein etwas teurerer mit einer engeren Feder. Die hat vor allen Dingen auch den Vorteil, die kann man abmachen. Das ist ganz praktisch, wenn man Eiweiß im Dry Shake schütteln möchte. Dann kann man nämlich diese Feder wie so eine Art Schneebesen quasi in den Shaker mit reintun. Das ist ganz praktisch, wenn man sie mal abmachen kann. Ansonsten vom Prinzip her immer das Gleiche. Kommt auf den Shaker, auf das Metallteil und dann gießt man das Ganze aus. Hier mit diesem kleinen Handgriff kann man noch mal ein bisschen gucken, wie eng man das Ganze zudrücken will, je nachdem, ob man kleinere Stückchen unter Umständen im Shaker hat, die man nicht raushaben möchte oder eben, dass sie doch mit raus können. Sinn und Zweck des Ganzen ist immer, dass das Eis, mit dem man den Drink geshakt hat, im Shaker bleibt, da es ein relativ kleines Stückchen zerbröselt ist durch das Shaken und man den Drink dann auf frische Eiswürfel abseilt oder eben auf gar keine Eiswürfel. Und dafür ist dann das Barsieb da. Wenn man einen Koppler-Shaker hat, braucht man keins. Da ist ja schon eins drin, aber bei einem Boston Shaker führt kein Weg drumherum. Diese Variante nennt sich Hawthorne Strainer, ist so auch die Standardvariante, die man eigentlich fast überall findet in minimalen Spielarten. Es gibt dann noch eine weitere Variante, das ist dieses Teil hier, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen, das nennt sich Julep Strainer. Der ist eher dazu gedacht, wenn man einen Cocktail rührt, wenn keine kleinen Eisstückchen drin sind, sondern nur etwas angeschmolzene größere Eiswürfel, dann benutzt man den hier. Wenn wirklich Kleinstückchen drin sind, dann ist normalerweise so ein Hawthorne Strainer mit einer engeren Feder der bevorzugte. Ich persönlich benutze inzwischen nur noch den hier, außer in Ausnahmefällen, wenn ich mal was habe, wo ich nicht so viel Wert drauf legen muss, dass alle Stückchen draußen bleiben, dann benutze ich den hier. Dadurch, dass sich hier die Feder nicht abmachen lässt, ist es auch ein bisschen schwieriger mit der Reinigung. Deswegen, das geht bei dem hier deutlich einfacher. Dann kann man die Feder abmachen, die einzeln gründlich sauber machen und den eigentlichen Metallgriff, auch ohne dass die Feder da einem im Weg ist. Deswegen die Variante hier kriegt von mir eindeutig die Bevorzugung. Jo, drittens. Barmaße oder auf gut Englisch Jigger. Das haben wir hier vorne stehen. Gibt es auch in verschiedenen Spielvarianten. Die häufigste Form, wie man es auch hier sieht, ist diese Doppelschale, nenne ich es mal. Aber es gibt auch welche, die mehr so wie Messbecher aussehen, wie dieser hier. Die sind im Europäischen meistens in der Kombination 4cl die große Schale, 2cl die kleine Schale. Im amerikanischen Raum gibt es da auch andere Maße. Das hier zum Beispiel ist eine amerikanische Unze, also 3 Zentiliter ungefähr, gegenüber eine halbe, also ungefähr 1,5 Zentiliter. Gibt aber auch welche für eine Dreiviertel-Unze und eine Viertel-Unze oder Kombinationen daraus. Ich persönlich, das habt ihr ja auch gesehen, benutze in meinen Videos meistens den hier oder ab und zu auch mal diesen Messbecher hier. Der Hintergrund dafür ist, hier innen drin sind sowohl hier wie auch hier Skalen, die einem ermöglichen, relativ genau die richtige Menge Flüssigkeit abzumessen. Bei diesen hier oder auch dem hier, das ist das gleiche, nur in der 4cl, 2cl Variante für europäische Maße, da habe ich ein kleines Problem hier für meine Videos mit. Das hier ist so ein Barmaß, das für den professionellen Einsatz gemacht wurde. Um da wirklich die volle Höhe von einer Unze zu erreichen, muss man dieses Barmaß wirklich bis an den Rand füllen. Das hat den Hintergrund, dass einem das auf Geschwindigkeit her schneller ist. Man muss nicht irgendwie auf eine Skala gucken und schauen, dass man dann richtig aufhört, sondern man füllt es bis zum Rand und dann hat man die richtige Menge erreicht. Und wenn dabei, wenn man halt zu spät aufhört, was reinzugießen oder dann beim Ausschütten, wenn mal ein bisschen was daneben geht, das ist dann nicht so tragisch. In einer professionellen Barumfeld, da hat man dann irgendwie eine Edelstahloberfläche oder irgendwas anderes, was nicht gut reinigen lässt. Da ist es dann nicht schlimm, wenn da mal ein bisschen was daneben geht. Hier bei mir auf meiner weißen Bar, da sieht man jeden Spritzer sofort drauf. Und da ich keine Lust habe, ständig meine Videos zu schneiden, um was wegzuwischen, habe ich so ein Barmaß eher selten im Einsatz. Hier bei dem, da ist für die volle Füllung 4 Zentiliter, ist knapp unterhalb des Rands. Das heißt, ich
kriegt das Barmaß nicht bis voll an den Rand gefüllt. Das macht es natürlich einfacher, dann was auszuschütten, ohne dass was daneben geht. Gerade allerdings im Bars, wo vielleicht die Beleuchtung an der Theke nicht so gut ist es natürlich schwierig, so eine Skala zu erkennen. Deswegen sind da solche Barmaße, wo man wirklich einfach nur bis an den Rand füllt und dann hat man das richtige Maß, viel einfacher. Deswegen benutzen solche Barmaße auch wirklich Barmaße für bestimmte Maße und nicht mit einer Skala innen drin, dass man das Ding jetzt hier irgendwie nur halb füllt, sondern man hat für jedes Maß, das man so braucht, und das sind gerade bei den amerikanischen halt üblicherweise 4 verschiedene, 1 Unze, eine halbe, 3/4 und 1/4 oder halt größere Maße für 2 oder 1,5 gibt es auch noch. Da hat man dann halt für jedes Maß quasi die richtige und kann dann mit denen das Ganze entsprechend zusammenstückeln. Geht da halt schneller, spritzt halt mehr. Den hier benutze ich tatsächlich für die Videos nicht ganz so gerne, obwohl er eigentlich von der Aufmachung her super ist. Man kann hervorragend von oben reingucken, sieht die Skala und kann hervorragend damit abmessen. Der Nachteil ist, damit ich die Skala aus meiner Blickrichtung dann sehen kann, muss ich den quasi so vor mich hinstellen. Und wenn ich den dann eingießen will, muss ich ihn nehmen und erst wieder drehen. Das heißt, ich halte ihn erst so, meistens leicht neben das Glas, und dann müsste ich ihn drehen und kann dann eingießen. Das ist so ein bisschen unpraktisch, gerade wenn man wirklich nacheinander vieles eingießen will. Dann nehme ich lieber das hier, das hat keine vorgegebene Gießrichtung. Das heißt, das kann ich hier so über oder neben das Glas halten und dann einfach eingießen. Ich gucke auf die Skala, gieße es zur Seite raus weg und damit geht die Sache viel schneller und einfacher. Das hier benutze ich dann nur, wenn ich wirklich viel habe, wo ich mal eine größere Skala brauche. Das hier geht nämlich sogar bis 6 Zentiliter. Das ist so die einzige Gelegenheit, wo ich dann dieses Barmaß mal verwende. Und dann das letzte der absolut notwendigen Tools, ein Barlöffel. Gibt es in verschiedenen Größen. Das hier ist ein verhältnismäßig großer mit einer halben Zentiliter an Füllmenge. Das hier ist so etwas üblicherer, etwas kleiner. Ich schätze, der hier ist ungefähr halb so groß, 0,25, vielleicht 0,3 Zentiliter. Beide haben gemeinsam, dass sie hier dieses Spiralmuster am Griff haben. Das hat sich einfach als Design eingebürgert. Der hier hat noch so einen kleinen Stößel unten dran, braucht man in der Regel wenig. Kann man Zuckerwürfel mit zerstoßen, zum Beispiel für ein Old Fashioned oder sowas. Wichtig ist, langstielig, weil wenn man damit in so ein Rührglas rein muss, dann sollte man schon auch ein bisschen Spielraum noch haben, oberhalb des Glases, wo man dann den Würfel anfasst, damit man hier auch gut drin rühren kann. Wenn der Löffel zu kurz ist, dann wird das natürlich schwierig. Barlöffel ansonsten umrühren ganz klar. Abmessen zum Teil auch, wenn man Zutaten hat, die in Barlöffelmenge abgemessen werden. Da muss man halt so ein bisschen gucken, dass es dann von der Menge passt. Wie gesagt, der hier ist relativ groß. Ich habe irgendwann mal nachgemessen, dass der 0,5 Zentiliter hat. Insofern weiß ich ungefähr, wo ich damit liege. Meistens, wenn ich dann irgendwas habe, wo ich nicht explizit will, dass es ein 0,5 Zentiliter ist und ein bisschen weniger, fülle ich ihn nicht bis ganz zum Rand, um so auf die üblichere Größe eines Barlöffels, die so ungefähr, wie gesagt, bei 0,3 Zentiliter liegt, rauszukommen. Und last but not least haben wir dann noch Rührgläser. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Man kann statt eines dedizierten Rührglases natürlich auch einfach so ein Glasteil von einem Boston Shaker nehmen oder den Becher eines Cobbler Shakers. Das geht genauso gut. Hat keine Vor- oder Nachteile. Aber so ein Rührglas sieht einfach schick aus und dadurch, dass die hier so einen Ausgießer haben, sind sie halt auch gut zum Ausgießen. Ansonsten sind das hier meistens relativ dickwandige Gläser, damit sie gut stehen. Der Siergrad hat auch ziemliches Gewicht. Wenn das steht, das verrutscht nicht so ohne weiteres. Die sind normalerweise so von der Füllmenge her ungefähr ein halber Liter, manchmal auch 750 Milliliter groß. Der Hintergrund muss natürlich nicht nur die Zutaten da rein, sondern auch die Eiswürfel, mit denen dann hinterher umgerührt wird. Deswegen sind die verhältnismäßig groß. Designtechnisch gibt es da verschiedenste Ansätze. Das hier, diese Kreuzschraffierung, ist ein tatsächlich sehr verbreitetes Design. Das hier ist mit diesen Rechtecken jetzt nicht ganz so verbreitet, aber das hat auch keine Auswirkung darauf, wie gut oder schlecht der Cocktail hinterher schmeckt. Das ist wirklich nur persönlicher Stil, wie man das Glas gerne aussehen hätte. Es gibt die hier sind verhältnismäßig schmal, es gibt sie auch in breiter und dafür dann ein bisschen flacher. Das hier sind verhältnismäßig hohe Gläser. Auch das ist tatsächlich einfach nur eine Geschmacksfrage,
wie man gerne seinen Stil in den Gläsern sieht. Jo, und das ist tatsächlich auch ja schon alles, was man so an grundlegenden Materialien braucht. Alles Weitere braucht man nicht unbedingt, macht einem natürlich in bestimmten Situationen das Leben leichter, ohne Frage, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Was man sonst noch alles für mehr oder weniger sinnvolle Gadgets und Ausrüstungsgegenstände so kaufen kann, das zeige ich euch dann in einem separaten Video irgendwann demnächst. Ansonsten war es das jetzt für den Moment von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut und Prost!